Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder bei Ride On with Friends eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass wir hier wieder zusammengefunden haben. Die letzten Tage habe ich ein Foto von meinem neuen Helm für die Saison 2024 veröffentlicht und da kamen jede Menge Nachfragen. Was ist das für ein Helm? Die Firma kenne ich doch gar nicht. Du hast doch die ganze Zeit immer Schubert gefahren. Warum hast du denn gewechselt? Ja, ich wollte jetzt mal heute den ersten Test mit meinem neuen Helm machen und auch darüber berichten. So sieht er aus. Von der Firma Nex, ein Carbon-Helm von der Kategorie Adventure. Das sieht man hier oben an dem Schutz, Sonnenschutz würde ich mal sagen, oder Steinschutz mit einer entsprechenden Verlängerung. Man kann den Helm recht schnell umbauen, hier vorne das Visier rausbauen, dann kann man eine klassische Enduro-Brille aufsetzen, die man hier hinten befestigen kann. Ja, ist recht leicht, ist ein Carbon-Helm. Man hat auch, wie ich das vom Schubert kenne, hier vorne noch so einen Sonnenschutz. Es ist kein Klapphelm, da muss ich mich etwas umgewöhnen, vor allem mit dem Doppel-D-Verschluss. Einige schwören ja drauf, dass der viel besser ist und leichter zu handeln ist als der Schnappverschluss bei Schubert. Das muss ich noch mal ausführlich testen. Er hat jede Menge Lüftungsschlitze. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil wir jetzt im Sommer eine größere Tour fahren, vor allem in sehr heiße Länder gehen. Und ich wollte eigentlich eine andere Farbe, um ein bisschen mehr Sonnenschutz zu haben, aber den Carbonhelm gibt es nur in der Farbe schwarz. Es gibt auch noch blau, aber das passt nicht so richtig zu meiner Maschine. Was gibt es noch zu berichten? Das Zubehör ist gigantisch. Man hat hier ein Visier, das ist schon standardmäßig mit Pinlock montiert. Es gibt aber noch ein zweites Visier, ziemlich abgetönt oder getönt, und zwar ein Sonnenvisier. Mal schauen, was ich aufsetze oder auch jetzt im Sommer nutzen werde. Ja, was gibt es noch zu berichten? Ich habe mir auch das Kommunikationssystem von Nex geholt. Eigentlich ist der Hersteller Sena und habe das hier eingebaut. Man kann das super integriert hier nutzen. Der Akku soll 12 Stunden halten. Da glaube ich aber noch nicht ganz dran. Da bin ich auch noch mal am Testen, wie lange er tatsächlich hält. Man kann mit einem USB-Kabel und einem Akku-Pack den dann aufladen. Nachteil ist bei dieser integrierten Lösung, dass man nicht einfach das abnehmen kann und mit aufs Hotelzimmer nehmen kann, während der Helm vielleicht im Topcase bleibt. Also ich muss immer den ganzen Helm mitschleppen. Was ich aber gut fand, ist auch die Integration meiner Kamerasysteme, der GoPro oder der
Osmo Action. Da gibt es nämlich schon standardmäßig Vorrichtungen, die man hier am Kinn anbringen kann. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Man löst hier einfach eine Klappe und kann die von Nex ausgelieferte Vorrichtung hier montieren, ganz einfach, und standardmäßig dann eine GoPro oder eine Osmo Action draufsetzen. Es gibt auch eine Vorrichtung, wo man hier die Kamera an der Seite anbringen kann oder auch die Kamera hier oben am Schild. Das war aber nicht mein primäres Entscheidungskriterium, sondern wie gesagt, ich wollte einen Helm, der ziemlich gut gelüftet ist, was mein Schubert eben nicht ist. Man hat hier jede Menge Lüftungsschlitze, oben 2, vorne am Kinn, seitlich, und ich hoffe, dass ich da weniger schwitze. Ein Nachteil, den ich sehe bei dem Helm, was ich auch noch nicht rausgefunden habe, wie man das montiert, ist vor allem hier vorne der Windabweiser im Kinn. Das ist auch ein Thema, was im Internet rauf und runter geht, weil es hat wohl noch keiner richtig geschafft, diese Abdeckung hier richtig zu installieren. Beim Aufziehen des Helms oder beim Abziehen geht immer diese Abdeckung raus. Ich hoffe, dass mir der Nex in den nächsten Tagen mal zeigt, wie das geht, weil mit dem Erklärvideo im Internet bin ich gar nicht so zurechtgekommen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der Einbau des Kommunikationssystems von Sena war recht einfach. Ich glaube, 20 Minuten habe ich gebraucht. Ich habe mir noch mal ein schönes Video angeschaut, wie das geht. Aber es war relativ einfach. Dafür sind natürlich die entsprechenden Kanäle, das Mikrofon, fürs Mikrofon, für die Antennen, entsprechend alles gut ausgelegt. Apropos Antennen, ihr wisst vielleicht, ein Carbonhelm schirmt auch ein bisschen Strahlung ab, nämlich genau dann, wenn man sie braucht, nämlich der Empfang von anderen Kommunikationseinrichtungen. Ich will ja mit meiner Frau Christine manchmal auch während der Fahrt sprechen, wenn wir uns abstimmen müssen. Dafür hat jetzt auch Nex entsprechend Antennen vorgesehen, die hier vorne die hier oben an der Stirn angebracht sind, sodass möglichst guter Empfang herrscht. In der Beschreibung ist angegeben bis zu 2 Kilometer. Das trifft vielleicht hier aufs freie Feld zu, aber ich gehe mal davon aus, bin schon froh, wenn wir innerhalb der Stadt 300 bis 500 Meter haben. Ja, mein altes Bär-System ist somit am Ende des Produktlebenszyklus. Ich habe das auch verschrottet. Das hat auch am Schluss nicht mehr funktioniert, obwohl ich jahrelang sehr gut mit gefahren bin. Mit der Funke, und ja, aber mittlerweile mit dem Mesh-System, das hier ausgeliefert wird, ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, dann schauen wir mal, wie sich der Helm so fährt, und ich merke schon, dass er leichter ist wie mein Schubert-Helm, inklusive des Kamerasystems und auch des Kommunikationssystems. Mir gefällt er eigentlich ganz gut hier in der Carbon-Variante. Es gibt auch noch eine etwas günstigere Variante, da ist er ein paar hundert Gramm schwerer. Es gibt auch einen baugleichen Helm oder fast baugleichen Helm von der Firma Touratech, den ich mir angeschaut habe, und auch in Carbon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht bereit, noch fast 100 € mehr zu zahlen bei viel weniger Ausstattung. Bei dem Touratech-Helm macht man damit Werbung, dass er noch mal ein paar Gramm leichter wäre, und deswegen hat man zum Beispiel hier auf die Sonnenblende hier vorne verzichtet. Das finde ich absoluter Quatsch. Diese paar Gramm, die die Sonnenblende mehr an Gewicht kostet, die gehe ich gerne ein, aber ich bin Brillenträger und ich möchte nicht dauernd zwischen Sonnenbrille und normaler Brille wechseln. Außerdem kam viel weniger Ausstattung mit.
bei, wie gesagt, höherem Preis, gerade bei der Kameraausrüstung, fehlt hier vorne das Kinnteil. Man kann die Kamera nur seitlich oder oben montieren und vorne fehlt das Kinnteil. Ich habe sonst keinen nennenswerten Unterschied gesehen, außer dem Design. Steht halt Touratech drauf und hat auch ein ansprechendes Design, aber dafür fast 100 Euro mehr zu zahlen, obwohl ich auch einen Gutschein von Touratech gehabt hätte, da war ich nicht dazu bereit. Nex ist der Originalhersteller, der für Touratech die ganzen Helme auch produziert, und der hat mir versichert, dass es keine technischen Unterschiede gibt, nur in der Ausstattung Unterschiede. Ja, da steigert Touratech enorm nochmal den Deckungsbeitrag, weniger ausliefern bei höherem Preis, finde ich, ist nicht okay. Aber das muss jeder selbst wissen, ob er Markenfetischist ist und Touratech folgt. Ja, was ich auch noch erwähnenswert finde, ist das spezielle Sicherheitssystem. Falls mal ein Unfall passieren würde und man muss den ganzen Helm abnehmen, dann kann man hier an der Seite die zwei Halter öffnen und das ganze Inlay, also das ganze Innensystem, die ganzen Polster werden dann losgelöst und man kann den Helm ganz sachte vom Kopf ziehen. Ich hoffe, dass das nie bei mir erforderlich ist, aber es finde ich eigentlich ganz gut, um möglichst schnell den Helm vom Fahrer runterzunehmen, dass man rechts und links diese Sicherheitsraster löst und das ganze Innenfutter dann mit rauslöst. Habe ich auch gemacht, als ich das Kommunikationssystem installiert habe. Was ist noch erwähnenswert gegenüber der letzten Variante, was ich so gelesen habe, ist, dass hier dieses Futter und auch an der Seite unter dem Helm entsprechend auf dem Nacken aufliegt, sodass, wenn man einen Schlag abbekommt, nicht der Carbonhelm auf das Schlüsselbein drückt, sondern hier dieses Futtersystem bzw. diese, ja, ich würde sagen Styrodur oder Styropormasse, also dass das so nochmal abfedern soll. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich solche Sicherheitsaspekte nicht benötige, aber es ist gut zu wissen, dass es sowas gibt. Ja. Ansonsten fahre ich jetzt mal den Helm und heute haben wir, ich würde mal sagen, 27 Grad in der Sonne. Man merkt auch in der Außenschale, dass er sich jetzt schon aufheizt, wenn er hier so in der Sonne ist. Bin mal gespannt, wie sich das innen anfühlt, aber ich denke, diese ganzen Lüftungsschlitze, die ich hier öffnen kann, also rechts und links und in der Mitte ein Lüftungsschlitz und vor allem hier vorne eine große Kinnöffnung, sollte mir genug Lüftung geben, sodass ich mit den Temperaturen auch gut fahren kann. Ja, gerade wenn man Offroad fährt, ihr wisst es vielleicht, da fängt man natürlich an, tierisch zu schwitzen. Und dafür ist auch der Helm gedacht, dass man hier auch einen entsprechenden Ausgleich hat. Das war es soweit von mir, von der Nähe von Brittelbach, wo ich wohne. Und hier auf dem Feld lässt es sich auch schon ein bisschen Enduro fahren. Es ist zumindest erlaubt, hier auf dem Feldweg auch mit dem Motorrad zu fahren, obwohl mich jetzt der ein oder andere Reiter schon etwas blöd angeschaut hat, darf man aber hier fahren. Ich habe mich erkundigt und kann das ein oder andere auch mal ausprobieren. Macht's gut, bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen. Ciao.
Hallo, ich melde mich hier zurück. Den ganzen Vormittag bin ich jetzt mehr oder weniger Offroad auf erlaubten Feldwegen gefahren. Bin total nass geschwitzt, aber wo ich nicht geschwitzt habe, das ist hier mit dem Helm. Also ich muss schon sagen, der hat wirklich ein sehr gutes Belüftungssystem. Aber ich brauche von euch einfach einen Tipp. Wie baut man hier vorne den Kinnschutz ein? Also Kinnschutz im Sinne von Windschutz. Ich kriege das einfach nicht hin. Der fällt mir immer wieder raus. Für jeden Tipp mit Foto oder mit Internetadresse bin ich dankbar. Ich habe auch schon mal gehört, dass jemand mit einer Skiblähre das irgendwie hinbekommen hat. Ich habe es nicht hinbekommen. Also mir fällt er jedes Mal ab beim Rausziehen oder beim Anziehen des Helms. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Windgeräusche bei Tempo 120. So gut wie bei meinem alten Schuberth C3 Pro. Also habe ich jetzt nicht was Schlimmes festgestellt. Es verhält sich natürlich anders auf der Autobahn mit einer GS bei Tempo 160. Aber dann kann man relativ schnell mit 3 Schrauben hier oben den Sonnenschutz oder Steinschlagschutz, wie manche Enduro-Fahrer sagen, abbauen und den in den Tankrucksack legen. Dann hat man einen ganz normalen Helm, so wie man den gewohnt ist. Mit dem Doppel-D-Verschluss, heißt der, glaube ich, korrigiert mich, wenn das nicht so ist, komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Habe mir noch mal ein kleines Video angeschaut, wie das denn die Fahrer am besten machen. Also mit der Doppel-D-Schlaufe funktioniert super. Ich habe beim Schuberth-Helm die Größe 58 gehabt und jetzt bei diesem Nex-Helm die Größe L genommen und der passt hervorragend. Man kann, wenn man das möchte, natürlich einen anderen Schaumstoff einbauen, wo man dann noch mehr Platzfreiheit hat. Aber ich bin ja Brillenträger, wie ihr seht, und das funktioniert ganz gut mit der Brille. Ich muss halt die Brille vorher abziehen. Beim Schuberth-Helm konnte ich den Schuberth-Helm, da es ein Klapphelm war, einfach so abziehen, ohne die Brille vorher runterzunehmen. Das ist jetzt ein kleiner Nachteil. Aber ich muss sagen, die Belüftung des Helms ist super. Ist genau das, was ich mir von dem Helm versprochen habe. Und ja, ich bekomme kein Geld dafür von Nex, für die Werbung, die ich hier vielleicht für meinen neuen Helm mache. Aber ich hätte euch auch gesagt, wenn der Mist gewesen wäre, dann hätte ich ihn nämlich am Montag wieder zurückgeschickt zum Händler. Ja, ich habe mich entschieden, es bleibt bei dem Helm. Ich werde ihn vor allem in den heißen Monaten aufziehen, wenn wir Richtung Südeuropa fahren. Ich habe immer noch meinen alten Schuberth C3 Pro Helm. Der ist nicht so gut belüftet, aber das ist für mich ein sehr guter Übergangshelm für die etwas kältere Jahreszeit, weil ich ja natürlich auch im Herbst oder im Februar, März schon auf Tour bin. Und da braucht man was Warmes um den Kopf. Und das ist der Schuberth einfach. Ich wünsche euch noch viel Spaß der Motorradsaison, die ja jetzt gerade so richtig begonnen hat. Und vielleicht sehen wir uns demnächst auch irgendwo auf dem Biker-Treffpunkt. Also macht's gut. Bis dann, euer Jürgen. Ciao. Ja, das war es schon. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und wenn ja, dann Daumen hoch und abonniere kostenlos den Kanal. Mich freut's und du verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.